Der elektrische Van Zeekr Mix von Geely ist auf den chinesischen Markt gekommen. Er bietet ein Konzept-Autodesign kombiniert mit einer 5-Sterne-Sicherheit, einer rekordverdächtigen Innenraumnutzungsrate und einem sehr guten Preis. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der Mix ist das 5. Modell von Zeekr und der 2. Van. Der erste mit der Bezeichnung 009 ist allerdings größer und bietet Platz für 6 Insassen. In Deutschland bietet Geely derzeit 2 Zeekr-Modelle an, den Kombi 001 und das Kompakt-SUV X. Seine markanten Kurven und fließenden Linien verleihen dem Zeekr Mix eine futuristische Note, die im MPV-Segment selten ist und polarisiert. Neben einem großzügigen Panorama-Schiebedach kommt der Mix mit weiteren futuristischen Details wie ein schwebendes Dachdesign und den Verzicht auf traditionelle Türgriffe. Beim Einsteigen muss man also einen kleinen Knopf drücken, damit sich die Tür automatisch vollständig öffnet. Auf dem vorderen Kotflügel befindet sich eine Kamera, die Fahrerassistenzfunktionen übernimmt, und Käufer können ihren Mix optional mit LiDAR ausstatten. Die Auswahl an Rädern reicht von 19 bis 20 Zoll und verleiht einem traditionell zweckmäßigen Fahrzeugtyp etwas sportliches Flair. Das Heckdesign des Zeekr Mix zeichnet sich durch seine Schlichtheit aus, mit einem durchgehenden Lichtband unterhalb der Heckscheibe. Es besteht außerdem unbestreitbar eine Familienähnlichkeit mit dem Zeekr 007, was darauf hindeuten könnte, dass auch andere Modelle diesem Design folgen werden. Der Zeekr Mix basiert auf der modularen SEAM-Architektur. Der Schwerpunkt liegt auf der Vergrößerung des Innenraums. Dieses Chassis ermöglichte es den Ingenieuren, die Auslastung der Kabine auf 93% zu steigern. Es ist der beste Wert der Branche. Zum Vergleich, die durchschnittliche Raumnutzungsrate von SUVs liegt unter 70%. Auf dem Armaturenbrett des Zeekr Mix schwebt ein großer Infotainment-Bildschirm und eine kleinere LCD-Instrumentenkombi, die hinter dem Lenkrad sitzt. Auch der Schalthebel versteckt sich hinter dem Lenkrad. Im Zeekr Mix versteckt sich auch ein Augmented Reality Head-Up-Display. Der Mix läuft über ein OS-AI, das den Passagieren ermöglicht, das Auto von jedem Teil der Kabine aus per Stimme zu steuern. Ein weiteres interessantes Merkmal des Zeekr Mix sind 2 Schiebetüren auf der Beifahrerseite. Dank ihnen verfügt der Zeekr Mix über einen Eingang mit einer Breite von 1,48 m. So können Passagiere leichter ein- und aussteigen. Wieder im Inneren hat der Zeekr Mix 5 Sitze. Die Vordersitze sind um 270 Grad drehbar. Die Kabinenhöhe im Wagen beträgt 1,35 m und die Bodenhöhe des Fahrzeugs beträgt 39 cm. Ein Merkmal, mit dem Zeekr oft prahlt, ist ein beweglicher Mitteltunnel mit Tisch. Es hat jedoch auch eine weitere integrierte Funktion, nämlich einen Kühlschrank. Der Mix verfügt über 9 Arten von Sitzkonfigurationen. Zum Beispiel kann man sogar jeden Sitz im Auto umklappen und den Innenraum des Autos in ein Bett verwandeln. Der Zeekr Mix ist 4,66 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,77 Meter hoch bei einem Radstand von ziemlich genau 3 Metern. Seine Vorderräder können sich um mehr als 50 Grad drehen. Daraus ergibt sich ein Wenderadius von 4,95 Meter. Das ist übrigens besser als ein Mini Cooper mit einer Karosserielänge von unter 4 Metern. Der Antriebsstrang des Zeekr Mix übernimmt einen Elektromotor in der Hinterachse mit einer Spitzenleistung von 310 kW oder 415 PS. Dieser Familien-Minivan beschleunigt in 6,8 Sekunden auf 100 km/h, bei 180 km/h ist dann aber Schluss. Der Zeekr Mix hat serienmäßig eine 76 Kilowattstunden LFP-Batterie an Bord und die ist für eine CLTC-Reichweite von 550 km geeignet. Es unterstützt auch die 5,5C Ladetechnologie mit ca. 360 kW. Das bedeutet, dass die Ladeleistung des Zeekr Mix 5,5 mal höher ist als die Akkukapazität. Der Akku kann somit in 10,5 Minuten von 10 auf 80% aufgeladen werden. Es gibt für den Zeekr Mix aber eine weitere Batterieoption. Es handelt sich um ein terneres NMC-Paket mit 102 Kilowattstunden und einer Reichweite von 700 Kilometern. Aufgrund der Verwendung von Doppelschiebetüren wurde die Sicherheit des Zeekr Mix erstmal virtuell zu einem Problem. Die Vertreter von Zeekr stellten klar, dass der Zeekr Mix über versteckte B-Säulen verfügt, die die Torsionssteifigkeit des Autos erhöhen. Um die Sicherheit des Autos zu beweisen, organisierte Zeekr einen öffentlichen Crashtest. Der erste Test umfasste einen Seitenaufprall mit einer mobilen Barriere, die sich mit 60 km/h bewegte.
Dann warf Sika einen 2,2 Tonnen schweren Container auf das Dach des Mix. Die Struktur des Wagens wurde nicht verformt und die Fahrertür öffnete sich wie üblich. Die versteckten B-Säulen des Sika Mix haben eine Zugfestigkeit von 2000 Megapascal. Sein Körper besteht aus 7 Aluminiumelementen und einem einteiligen Druckguss-Heckkörper. Dadurch erreicht seine Torsionssteifigkeit 37.600 Newtonmeter pro Grad. Zum Vergleich, der BMW X5 hat eine Zahl von 31.700 Newtonmeter pro Grad. Der Sika Mix verfügt über einen LiDAR-Sensor auf dem Dach. Dadurch unterstützt es das Fahrerassistenzsystem HOHAN 2.0 von Sika. Es kann autonom auf Autobahnen und Stadtstraßen fahren. Die 76 Kilowattstunden Ausstattungsvariante beginnt in China bei 36.300 €. Die Langstreckenvariante des Sika Mix mit 702 Kilometer Reichweite kostet 39.000 €. Starten wird er offensichtlich erstmal nur in China, aber da der Sika 001 und der Sika X auch bei uns zu kaufen ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Sika Mix auch nach Deutschland kommen wird. Ihr könnt mir unter das Video schreiben, was ihr denkt, was der bei uns kosten könnte. Wie gefällt euch der Sika Mix? Wäre der eine gute ID.Buzz-Alternative? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!